Willkommen in meinem Atelier. Ich bin Elena Büchel. Ich beginne zu malen, ohne zu wissen, wohin es mich führen wird. Vielleicht bleibst du einen Moment hier und lässt dich auf diesen Prozess ein. Mach es dir bequem und lass dich inspirieren. Das ist meine Sammelkiste. Hier bewahre ich Dinge auf, die eigentlich weggeworfen werden sollten. Manchmal finden sie später ihren Weg in meine Bilder. Heute habe ich mir diese 3 Stücke herausgesucht. Vielleicht werde ich sie gleich einsetzen. Mal sehen. Zuerst aber möchte ich kräftig mit meinen Händen arbeiten. Ich habe diese 3 Farben ausgesucht und es geht los. So beginne ich fast immer. Es macht Spaß und befreit. Es ist zunächst körperliche Arbeit. Ich greife nach Farben, nach Werkzeugen, nach allem, was Spuren hinterlässt. Ich füge etwas hinzu, nehme wieder weg, überdecke, zerreiße, überklebe, beginne neu. Es ist ein Zustand zwischen Spiel und Wildheit. Die Hände wissen oft schneller als der Verstand, wohin es geht. Ich denke nicht darüber nach, ich lasse es geschehen. Das ist eine spontane Idee, da beim Abziehen der Folie viel Farbe zurückblieb. Zu schade, um sie wegzuwerfen. Also hänge ich eine zweite Leinwand daneben und verteile diese Farbe darauf. Und unerwartet entsteht durch Zufall eine neue Idee. Vielleicht wird daraus eine Serie, vielleicht auch nicht. Bei mir bleibt vieles ein Vielleicht. Einen Tag später komme ich zurück ins Atelier. Die Farben sind getrocknet. Es kann weitergehen. Zuerst ziehe ich auf dem zweiten Bild die Folie ab. Hier sind schöne Strukturen entstanden. Meine Aufmerksamkeit bleibt jedoch beim ersten Gemälde. Ich drehe es, wende es, betrachte es aus verschiedenen Richtungen. Jetzt beginnt die Kommunikation mit dem Bild. Mein neuer Impuls, eine weitere Farbe hineinzubringen, mit Hilfe dieser Schablone.
Und wie am Vortag überschüssige Farbe wird nicht weggeworfen, sondern wandert weiter auf das Nachbarbild. Und nun beginnt mein liebster Teil der Arbeit. Zwischen all den Spuren liegen Hinweise verborgen, Fragmente, Formen, Beziehungen, wie Puzzlestücke, die langsam sichtbar werden. Ich gehe auf die Suche nach der Geschichte, die sich im Bild eingeschrieben hat. Es ist, als würde ich im Nebel stehen und Schritt für Schritt beginnen, Formen zu erkennen. Irgendwo darin wartet das Motiv bereits darauf, entdeckt zu werden. Während ich weiterarbeite, beginnt sich eine Geschichte zu zeigen. Und irgendwann berührt mich das selbst ganz tief. Ich habe das Gefühl, etwas Menschliches zu sehen, den Wunsch nach Nähe, nach Schutz, nach Liebe. Etwas Zartes, das Raum braucht, um entstehen zu dürfen. Etwas, das gehalten werden möchte, bevor es stark genug ist, allein zu stehen. Und während ich das erkenne, wird mir bewusst, dass solche Momente nicht nur im Bild existieren. Vielleicht tragen wir alle diesen Wunsch in uns, gesehen zu werden, gehalten zu sein, wachsen zu dürfen. Etwas, das weiterleben möchte, ganz unabhängig davon, was um uns herum geschieht. Denn selbst in Zeiten von Unruhe und Unsicherheit sucht das Leben immer wieder seinen Weg zurück zur Verbindung.
Und vielleicht ist genau das der Grund, warum ich male, um diesen stillen Moment sichtbar zu machen, in dem etwas Neues beginnt. So, ich bin fertig. Das ist das Bild. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Schreibe mir gerne, wie war das Ganze für dich? Was siehst du hier? Was hast du gefühlt? Wie war der Prozess für dich? Ich freue mich sehr darauf. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, kreative Zeit, bis wir uns in diesem Raum wiedersehen. Bis bald!